Wie verbessert man das öffentliche Verkehrsnetz einer Stadt, wenn diese Stadt ganz enge Straßen hat, ganz dicht bebaut ist und auf 4000 Meter liegt? Heute erzähle ich euch über La Paz. Wusstet ihr, dass La Paz der höchste Regierungssitz der Welt ist und dass die Stadt mit Hilfe einer österreichischen Firma das weltweit dichteste Seilbahnnetz erstellt hat? Warum diese Sehenswürdigkeit in der Stadt so eine Besonderheit ist, werde ich euch heute vorstellen. Mit über 800.000 Einwohnern liegt La Paz in einem Talkessel, umrandet von einer Hochebene und dem Berg Illimani, dem zweithöchsten Berg Boliviens mit fast 6.500 Metern. Zum Vergleich, der Großglockner, der höchste Berg in Österreich, hat ungefähr 3.800 Meter. Das heißt, La Paz hat eine Tiefebene und eine Hochebene. Und dieser Höhenunterschied in der Stadt ist nicht außer Acht zu lassen, denn er beträgt fast 1000 Meter. Mit der Höhe kommt auch ein sozialer Status. Das heißt, je höher die Lage eines Gebäudes, eines Hauses, desto ärmer die Bewohner. Wie schafft man jetzt also ein funktionierendes Verkehrsnetz? Bis vor kurzem hat der öffentliche Verkehr in La Paz hauptsächlich aus Minibussen bestanden. Minibusse haben das Problem, dass sie schlecht durch die engen Straßen durchkommen. Es gibt sehr dichte Bebauung, das führt zu Unpünktlichkeit und auch zu Luftverschmutzung. Jetzt kann man überlegen, dass man Gleise legt, das ist aber aufgrund der Topografie in La Paz nicht möglich. Jetzt hat die Stadt begonnen zu überlegen, ob es nicht auch klug wäre, eine Luftseilbahn zu errichten. Gute Idee, oder? Was hat Bolivien also gemacht? Im Jahr 2012 hat die bolivianische Regierung das österreichische Unternehmen Doppelmayr beauftragt, eine Seilbahn in La Paz zu errichten. Das Unternehmen Doppelmayr ist Teil der Gruppe Doppelmayr-Garaventa mit dem Hauptsitz in Vorarlberg in Österreich. Weitere Standorte gibt es in der Schweiz, in den USA, in Kanada oder in Italien. Und sie sind Weltmarktführer im Seilbahnbau. Sie machen aber nicht nur Seilbahnen, sie errichten auch Erlebnisbahnen, Materialbahnen, Parkhaussysteme oder Cable-Liner. Im Jahr 2014 ging die erste Linie in Betrieb. Linea Roja, die rote Linie. Und heute gibt es bereits 10 Linien, jeweils mit unterschiedlichen Farben, mit einer Gesamtlänge von 30 Kilometern. Das weltweit größte städtische Seilbahnnetz. Es gibt derzeit 36 Stationen, jede Linie hat zwischen 2 und 5 Stationen und eine Fahrt dauert ungefähr 10 bis 20 Minuten. Die Gondeln sehen sehr modern aus und bieten Platz für jeweils 10 Personen. Und die Fahrtgeschwindigkeit beträgt 5 bis 6 Meter pro Sekunde. Ganz schön schnell. Yay! Hola, señor. Good afternoon. Betrieben wird die Seilbahn von der staatlichen Betreibergesellschaft Mi Teleférico, was so viel heißt wie meine Seilbahn. Die Seilbahn verbindet La Paz und die Nachbarstadt El Alto und sie transportieren jeden Tag über 300.000 Fahrgäste.
Die Fahrgäste sind Einheimische, die die Seilbahn benutzen, um zur Arbeit zu kommen, zur Schule, zum Einkaufen für die Freizeit. Aber sie ist auch sehr beliebt bei Touristen, denn die Seilbahn ist eine der Top-Attraktionen in La Paz. Was sind also die Vorteile dieser Seilbahn? Zuerst mal, es ist gut für die Umwelt. Eine Seilbahn als ein öffentliches Verkehrsmittel transportieren Millionen von Leuten effektiv und umweltschonend. Dazu ist sie sehr leise. Man bedenke, jemand wohnt unter oder neben einer Brücke, wo oben die U-Bahn oder der Zug fährt. Es ist wahrscheinlich sehr laut und es ist wahrscheinlich sehr schmutzig. Das ist in La Paz nicht der Fall, denn die Seilbahn ist sehr leise und sie trägt zu einem wunderschönen Stadtbild bei. Außerdem spart die Seilbahn Zeit. Verglichen zu einer Fahrt mit dem Auto spart eine Fahrt mit der Seilbahn bis zu 1 Stunde Zeit pro Fahrt. Was sind zukünftige Projekte? Es wird bereits an einer 11. Seilbahn, einer 11. Linie gebaut, der Linie Dorada. Und es wird auch eine weitere Linie ausgebaut, die Linie Café, um einen weiteren Stadtteil von La Paz, Pampajasi, zu erschließen. Die Stadt La Paz zeigt ein gelungenes Zusammenspiel von modern und traditionell. Wir sind zwar mit unserem Auto nach La Paz gekommen, aber ich kann nur empfehlen, die Seilbahn von der Firma Doppelmayr zu benutzen, wenn man sich innerhalb der Stadt bewegen möchte. La Paz ist besonders aufgrund dieser Sehenswürdigkeit eine Reise wert. Für uns geht die Reise noch weiter durch Bolivien und den Rest von Südamerika auf der Suche nach dem besten Platz zum Leben. You having fun? So cool. I feel like I'm in Austria. The mountains. The mountains. We're going skiing. We're going skiing.